vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. So sagt es ein Kurs im Wundern, also leere Hände. Leer wollen wir sein, weil wir wollen uns neu schreiben lassen. Aber wenn wir schon wieder definiert haben, was alles ist, wie sollen wir uns denn neu schreiben lassen? Hallo, ich bin Peri Soylu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, ein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs in Wundern. Wenn wir uns hier gemeinsam treffen, was in letzter Zeit etwas seltener passiert, das sehe ich ein, dann nehmen wir unseren guten Freund einen Kurs in Wundern dazu und wenden die Grundsätze, die uns dieses Werk liefert, auf unseren Alltag an, denn da kommt's drauf an. Ich meine, es bringt nichts, wunderschön klingende Grundsätze im Herzen zu tragen oder auf dem Meditationskissen abzurufen. In deinem Alltag machen sie den Unterschied. Aber manchmal, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung mit deinem Kurs im Wundern, ist es nicht so einfach für uns zu verstehen, okay, was bedeutet denn ein Grundsatz wie es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern in meinem Alltag? Was bedeutet das für mich? Wo kann ich das konkret anwenden? Oder was bedeutet es denn, Liebe zu demonstrieren, weil wir nur Liebe sind in meinem Alltag, wenn mich mein Nachbar angreift oder wenn mein Kollege wieder grantig ist oder wenn meine Partnerin wieder schlechte Laune hat oder mein Partner wieder beleidigt ist. Was bedeutet es da, die Liebe zu wählen? Was bedeutet es da, gebend zu sein? Und ich glaube, diese Übersetzungsarbeit, die ist da, wo es manchmal knifflig wird. Wir versuchen sie hier immer gemeinsam zu tun, in der Hoffnung, dass es uns dann leichter fällt, sie im Alltag abzurufen. Also, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich weiß, dass schon wieder ein paar Wochen vergangen sind. Ich hoffe, dein Sommer verläuft soweit friedlich, angenehm, möchte ich jetzt mal sagen. Wobei ich muss sagen, mein Jahr 2026 ist sehr intensiv. Ich merke, dass ganz viel sich für mich verschiebt. Ich weiß natürlich nicht, ob es für jeden so ist, aber wenn ich mich in meinem Umfeld so umhöre, merke ich, dass das Jahr 2026 für viele von uns ziemlich intensiv ist. Und ich muss dann immer wieder daran denken, dass Richard Rudd, der Begründer der Gene Keys, also der Genschlüssel, über das Jahr 2026 gesagt hat, es ist das Jahr der sich schließenden Tür. Dinge gehen zu Ende, die nicht mehr in dein Leben gehören. Menschen verlassen dein Leben, die vielleicht ihre Aufgabe auf dieser Welt erledigt haben oder mit dir gemeinsam erledigt haben. Jobs funktionieren nicht mehr, Beziehungen funktionieren nicht mehr, die Gesundheit funktioniert nicht mehr und das so, dass wir es nicht übersehen können. Das ist das, was ich vor allem merke in diesem Jahr. Und die Aufgabe ist zu sehen, hey, was bringt mir das bei? Wie kann ich höher wählen? Wie kann ich dennoch in der vollkommenen Gewissheit bleiben, dass dies für mich passiert, dass ich ihr Vergebungsarbeit zu tun habe und immer meine Verbindung zu etwas Höherem, ein Kurs im Wundern nennt das Gott, zu etwas Höherem in mir wahre, egal was sich mir zeigt, egal welche Situation sich gerade richtig, richtig unangenehm für mich anfühlt oder traurig oder sogar sehr, sehr tragisch. Also, bleib bei dir, pflege deine Verbindung zu Gott. Ein Kurs im Wundern sagt uns, dass das am besten passiert, wenn wir in die Stille gehen, also in die Meditation und all die Gedanken dieser Welt, all diese 1000 Ideen, all diese 1000 Situationen, all diese angstmachenden Neuigkeiten und Themen, die sich in den Nachrichten ausbreiten, all die mal zur Seite zu tun. Kurs im Wundern hat so einen wunderschönen Satz, den ich nie vergesse, wenn ich sehe, wie chaotisch die Welt ist. Für die Meditation vor allem, mir immer wieder zu sagen habe, keine Angst, die Gedanken dieser Welt zu übergehen. Hab keine Angst davor. Sie sind ja eh wieder da, wenn du aus der Meditation wieder rauskommst. Es ist ja nicht, dass die Welt auf einmal ganz, ganz anders ist. Manchmal kann das sein. Ich weiß es nicht, für wen auch immer. Ich meine, bei Eckhart Tolle ist das auf alle Fälle passiert. Aber worauf ich hinaus will, lass gerne mal die Welt der 1000 Dinge und des Ego und des Angstmangel-Denksystems, lass sie gern mal für 10 Minuten los. Sie wird schon nicht verloren gehen. Du wirst schon nichts verpassen. Also, hab keine Angst, die Gedanken dieser Welt zu übergehen. Gönn dir diese Pause. Mach das, was ein Kurs im Wundern uns immer wieder sagt, nämlich gönn dir diese Stille. Denn in der Stille hörst du die Wahrheit. In der Stille pflegst du die Verbindung zu Gott.
zu deinem inneren Lehrer, den Heiligen Geist, so nennt ein Kurs in Wundern unseren inneren Lehrer, unsere Weisheit, das Ewige, das in uns auch noch weilt, wenn wir endlich mal aufhören, immer wieder nur im Außen zu sein. Also, heute möchte ich gern etwas mit dir machen. Ich möchte zur Einleitung des zweiten Teils, weil wir seit Sonntag im zweiten Teil sind, offiziell, wenn du am 1. Januar mit Lektion 1 aus dem Übungsbuch von der Kurs in Wundern begonnen hast, dann bist du seit Sonntag im zweiten Teil. Und manchmal, wenn es so voranschreitet mit dem Übungsbuch, glaube ich, entwickeln wir oft so eine Routine und vielleicht überlesen wir manche Dinge, vielleicht vergessen wir manche Aspekte wirklich nochmal den Raum zu geben. Und deshalb möchte ich ganz kurz nochmal auf die Einleitung des zweiten Teils schauen mit dir, um uns auf diesen zweiten Teil, der ja seit Sonntag begonnen hat, nochmal einzustimmen. Du weißt ja wahrscheinlich, dass der erste Teil des Übungsbuches uns zeigt, wie das Ego-Angst-Mangel-Denksystem funktioniert, wie dieser Anteil in uns funktioniert, der uns nur einreden will, dass wir ein Körper sind und uns verteidigen müssen und Angst haben müssen und angreifen müssen, um uns vermeintlich sicher zu fühlen. Das ist, was der erste Teil tut. Er zeigt uns das Ego-Angst-Mangel-Denksystem auf. Und der zweite Teil des Übungsbuches ist dafür da, dass wir dieses Denksystem ersetzen mit einem neuen, höheren Denksystem. Das ist, was im zweiten Teil passiert. Deswegen ist der zweite Teil auch weniger wortgewaltig, sondern mehr dafür da, dass wir diese Worte als Sprungbrett benutzen und in die direkte Erfahrung der Wahrheit gehen, in die direkte Erfahrung der Liebe, die wir in Wahrheit sind, in die direkte Erfahrung mit Gott. Gott ist die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat. Gott ist nicht irgendein Mann in einem weißen Gewand, der die ganze Zeit grantig ist, weil du alles falsch gemacht hast und dich verurteilt und beurteilt und bestrafen will. Das ist nicht Gott. Das ist, was das Ego aus Gott gemacht hat. Gott ist die bedingungslose Energie von Liebe, von Leben, die dich erschaffen hat. Nicht den Körper, sondern das, was du in Wahrheit bist. Eine unsterbliche Essenz, die diese menschliche Erfahrung macht. Also, wir lesen jetzt mal gemeinsam. Ich überlege gerade, ob ich das Buch in die Hand nehme oder lieber im Netz lese. Ich glaube, ich lese mal lieber die Version im Netz. Also, wir gehen jetzt mal zur Einleitung des zweiten Teils im Übungsbuch. Und wir lesen mal und schauen mal, wo wir so hängen bleiben, wofür ich das überhaupt lese, wozu ich dich einladen will, ist, dass du mal ganz aufmerksam hörst, was ist es eigentlich, wozu ich hier aufgerufen bin? Ich glaube, wir machen uns manchmal den Kurs viel zu kompliziert. Wir lesen manche Dinge und dann denken wir, so gehört das, so bin ich ein Kursschüler. Da war ich ja schon auch in der letzten Podcast-Folge, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir definieren jetzt, was ein Kursschüler ist und schaffen uns damit ein neues Gefängnis. Wir definieren, wie wir den Kurs weitertragen, was ein Lehrer des Kurses ist und damit machen wir uns ein neues Gefängnis. Und ich möchte, dass wir uns befreien. Der Kurs ist da, damit wir uns genau von all diesen Dingen irgendwie doch mehr oder weniger befreien und zum Schluss wirklich gänzlich befreien. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass du ein Gefängnis mit dem nächsten austauschen sollst, und das ist jetzt so ein bisschen spiritueller, das Gefängnis, sondern wir wollen uns von allen Labels befreien. Wir wollen uns von allen Ideen, die wir uns selbst über die Welt und über was Spiritualität ist oder was Gott ist, befreien. Wir wollen in die Erfahrung gehen, weil wir so wenig wie möglich vorgeben. Wir gehen dahin in unsere Meditation mit einem offenen Geist, einem offenen Herzen, mit offenen Händen, wie soll ich sagen, vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. So sagt es ein Kurs im Wundern, also leere Hände. Leer wollen wir sein, weil wir wollen uns neu schreiben lassen. Aber wenn wir schon wieder definiert haben, was alles ist, wie sollen wir uns denn neu schreiben lassen? Also, Einleitung vom zweiten Teil und wir hören alle mal ohne Vorbelastung zu, was der Kurs uns sagt. Ich glaube, es ist simpler, als wir es uns manchmal ausmalen. Ich sage aber nicht, dass simpel immer einfach ist, aber ich glaube, die Anweisungen sind simpler, als wir es manchmal machen. Manchmal sind wir dann wieder zu sehr im Verstand und denken, ach, so einfach kann es doch gar nicht sein. Vielleicht muss ich doch noch das machen, vielleicht muss ich das tragen, vielleicht muss ich mich so ausdrücken, vielleicht muss ich jedem Menschen, den ich treffe, sagen, ich segne dich, Bruder, wir sind alle eins. Ich glaube nicht, dass der Kurs das meint.
Ich glaube, es schadet auch nicht, wenn du das innerlich fühlst. Aber ich weiß nicht, ob du das aussprechen musst. Was willst du denn damit demonstrieren? Sei mal ganz, ganz ehrlich mit dir. Warum sagst du solche Dinge? Sind sie wirklich hilfreich für dein Gegenüber? Wirklich? Oder willst du damit was demonstrieren? Ich muss mich ja selbst auch immer wieder hinterfragen. Was tue ich hier? Will ich jetzt gerade Aufmerksamkeit? Will ich Besonderheit? Will ich demonstrieren, dass ich besonders bin? Oder liebe ich wirklich den Kurs? Bin ich wirklich in der Erfahrung der Liebe? Also, wir lesen mal gemeinsam. Teil 2, Einleitung. Worte werden jetzt wenig bedeuten. Wir wenden sie nur noch als Führer an, auf die wir jetzt nicht mehr angewiesen sind. Also wie ich sagte, es ist wie so ein Sprungbrett in die Stille mit den Worten. Die Lektionen sind denkbar kurz im Teil 2, weil wir sie nur als Sprungbrett in die Stille, in die Erfahrung der Wahrheit nutzen wollen. Denn jetzt suchen wir allein die direkte Erfahrung der Wahrheit. Die verbleibenden Lektionen sind lediglich Einleitung zu den Zeiten, in denen wir die Welt des Schmerzes, hab keine Angst, die Welt dieser 1000 Worte und 1000 Probleme hinter dir zu lassen, verlassen, um in den Frieden einzutreten. Du kannst nicht im Außen dich mit allem beschäftigen und gleichzeitig Frieden verspüren. Du kannst nur ein oder das andere. Du kannst deinen Frieden zuerst wählen und dann das Außen betrachten, oder du kannst dich im Außen verlieren, aber dann gibt's keinen Frieden. Jetzt fangen wir an, das Ziel zu erreichen, das dieser Kurs gesetzt hat, und finden das Ende, auf welches unser Üben stets ausgerichtet war. Also der Teil 1 des Kurses war wirklich nur wie so eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Bikram-Yoga-Stunde. Wir machen in der Bikram-Yoga-Stunde 26 Asanas, also Yoga-Übungen, und die Hälfte dieser Übung passiert im Stehen. Und die sind gar nicht mal so wichtig. Vor allem ist unser Atem wichtig. Und sie bereiten uns auf den zweiten Teil der Yogastunde vor, die im Liegen passiert und die dann so maximal wirkt, weil wir die Vorbereitung gemacht haben mit der Atmung und mit den stehenden Übungen. So ein bisschen ist es auch mit Teil 1 und Teil 2 des Übungsbuches von Ein Kurs im Wundern. Nun versuchen wir, die Übung nur ein Anfang sein zu lassen. Also das, was wir dann als Lektion bekommen, ist nur ein Anfang. Es ist nur wie so ein Floß, das dich auf die andere Seite bringen soll und nicht das Alpha und das Omega. Verwechsel die Lektion nicht mit dem, wohin sie dich eigentlich führen wollen. Denn wir harren in stiller Erwartung auf unseren Gott und Vater, die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat. Er, also Gott, hat versprochen, dass er den letzten Schritt selbst tun wird, und wir sind sicher, dass seine Versprechen gehalten werden. Und das ist auch wieder dieser Hinweis. Gottes Versprechen werden gehalten. Dafür müssen wir vollste Gewissheit aufbringen, dass dem so ist. Das ist nicht, was wackelt. Gott ist. Wir wackeln. Wir denken immer wieder, ach, vielleicht ist das Ego interessanter als das, was uns ein Kurs im Wundern immer wieder aufzeigt. Vielleicht ist das Außen interessanter, vielleicht sind Titel interessanter, vielleicht ist eine Luxusreise interessanter, vielleicht ist Status interessanter. Das sind wir. Wir lassen uns immer wieder in Verführung führen, nicht Gott. Gott ist beständig. Alles das, was er uns zu bieten hat, ist beständig für uns da. Die Frage ist, wo sind wir? Und wir sind sicher, dass seine Versprechen gehalten werden. Wir sind weit gekommen auf dem Weg und nun warten wir auf ihn. Wir werden weiter jeden Morgen und am Abend Zeit mit ihm verbringen, so viel wie uns glücklich macht. Und jetzt kommt schon das erste Mal, wo wir uns überprüfen können. Machen wir uns jeden Morgen und jeden Abend Zeit für die Stille, für das Augenschließen und die Welt hinter uns lassen? Oder denken wir, ich muss ein bisschen am Morgen und vielleicht, wenn ich Lust habe, mache ich was am Abend, und ich muss mich genauso hinterfragen wie du, weil das kann passieren, das ist okay, wir sind auch Menschen, wir dürfen auch Fehler machen, wir dürfen auch stolpern, aber was wir vor allem auch dürfen, ist ehrlich sein. Okay, ich mache das nicht immer so akribisch, will ich jetzt mal sagen, wie hier uns mitgeteilt wird. Also mache ich es wirklich jeden Morgen und jeden Abend, und kann ich mich vielleicht jetzt wieder so ein bisschen motivieren, jeden Morgen und jeden Abend was zu tun. Vielleicht muss es auch nur 5 Minuten und 5 Minuten sein. Ich sage ja nicht, dass du deine Netflix-Filme verpassen sollst. Das sagt der Kurs auch nicht. Aber ehrlich sein. Darum bitte ich uns schon.
Wir werden nun die Zeit nicht mehr als eine Angelegenheit der Dauer sehen. Wir wenden so viel auf, wie wir für das Ergebnis brauchen werden, nach welchem wir verlangen. Also manchmal denken wir, okay, 5 Minuten reicht oder was auch immer, obwohl ich gerade 5 Minuten erwähnt habe. Aber wenn wir in diese Meditation gehen, dann geht es ja auch darum, dass wir diese Zeitlosigkeit in uns wieder erfahren. Und dann ist es egal, ob es 5 Minuten ist oder, weißt du, dann brauchen wir eigentlich nicht Zeitstellen, idealerweise. Aber auch das, da ist jeder anders, das muss er für sich selbst wissen. Aber idealerweise geht es gar nicht darum zu sagen, ich bin ein guter Kursschüler, weil ich habe 5 Minuten meditiert am Morgen und 5 Minuten am Abend und ich habe meine Pflicht getan. Irgendwann wird es so natürlich, dass man sich in diese Stille begibt und gar nicht eine Zeit dafür stellen muss, dass man sich den Wecker gar nicht mehr stellen muss, sondern sagt, ich gehe in diese Stille und ich komme wieder raus, wenn es gut für mich ist. Das ist, was ich hier so rauslese. Wenn wir da noch nicht sind, ist es nicht so wild, aber das ist, was ich hier lese. Auch wollen wir unsere stündlichen Erinnerungen dazwischen nicht vergessen und Gott anrufen, wenn wir ihn brauchen, weil wir versucht sind, unser Ziel zu vergessen. Und das ist auch noch eine gute Erinnerung. Wie oft sagst du in der Stunde, okay, es ist wieder Zeit für einen kurzen Augenblick mit der Ewigkeit, mit Gott, mit dem, was ich wirklich bin, weil ich schaffe mir diese kleinen Inseln in meinem Alltag, damit ich mich wieder rekalibriere, damit ich wieder mit dem in Verbindung bleibe und mich überprüfe, ob diese Verbindung gerade noch existiert, mit dem, was ich wirklich bin, weil dort liegt meine Macht, dort liegt meine Kraft, dort liegt mein Frieden, dort liegt meine Klarheit und alles, was ich wirklich will. Also, ich weiß, dass ich im Laufe des Tages immer wieder mich daran erinnere, was Wahrheit ist, wo ich wirklichen Frieden verspüre. Aber ob ich das jede Stunde mache, ich sage jetzt erstmal nein, weil ja zu sagen wäre nicht ganz ehrlich. Aber dass wir uns hier wieder erinnert fühlen, okay, das war ja auch immer wieder die Aufgabe. Der Kurs sagt morgens und abends und immer stündlich sich an etwas zu erinnern, was der Kurs uns gibt. Vielleicht ist das dein Leitgedanke der Lektion, vielleicht ist es auch einfach innezuhalten, einmal tief zu atmen und zu sagen, okay, ich bin mit Gott verbunden. Gott ist in mir, Gott ist bei mir, Gott ist alles, was es gibt in Wahrheit. Dafür bin ich dankbar. Amen. Und dann mit deinem Tag weitermachst oder mit was auch immer gerade los ist und dann in der nächsten Stunde dir schon wieder diese Erinnerung setzt. Aber ich finde, es ist auch immer wieder so eine Balance zwischen es nicht irgendwie zu einem Zwang zu machen und dass es sich noch natürlich anfühlt und dass man irgendwie doch diesen Rhythmus einhält. Weil ich glaube, es könnte auch irgendwie immer gemütlicher werden, je weiter das Jahr voranschreitet. Wir wollen mit einem zentralen Gedanken für alle kommenden Tage weitermachen und wir werden diesen Gedanken dazu verwenden, unsere Zeiten der Ruhe einzuleiten und unseren Geist, wenn nötig, zu beruhigen. Das finde ich auch sehr, sehr schön, weil der Kurs sagt nicht, oh, jetzt musst du voll erleuchtet sein und du darfst nie wieder einen unruhigen Geist haben, sondern er sagt ja, der Kurs und was wir hier gemeinsam machen im Übungsbuch hilft dir, falls dein Geist wieder Unruhe verspürt. Das darf sein. Du machst nichts falsch. Das ist Teil der menschlichen Erfahrung, dass wir auch Unruhe verspüren. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nutzen wir den Kurs für uns, damit er uns wieder gen Ruhe ausrichtet? Und wenn es nur 2% mehr Ruhe ist als vorher, ist schon viel passiert. Wir lesen noch ein Stück. Wir wollen uns jedoch in jenen verbleibenden heiligen Augenblicken, die das Jahr beschließen, das wir Gott dargeboten haben, nicht mit einfachem Üben zufrieden geben. Wir sagen einige einfache Worte des Willkommens und erwarten, dass unser Vater sich offenbart, wie er es versprochen hat. Wir haben uns an ihn gewendet und er hat versprochen, dass sein Sohn, also wir alle, nicht ohne Antwort bleiben werde, wenn er seinen Namen, also Gott, anruft. Jetzt kommen wir zu ihm mit nichts als seinem Wort in unserem Geist und Herzen und warten darauf, dass er den Schritt zu uns tut, von dem er uns durch seine Stimme sagte, dass er ihn nicht versäumen würde, wenn wir ihn einlüden. Jetzt, in der Gegenwart.
Er hat seinen Sohn in all dessen Verrücktheit nicht verlassen, noch dessen Vertrauen in ihn verraten. Hat seine Treue ihm die Einladung denn nicht verdient, die er sucht, um uns glücklich zu machen. Es gibt nichts anderes, was uns glücklich machen wird, als wieder uns an die Wahrheit zu erinnern, das, was wir wahrlich sind, was mit uns in Wahrheit verbunden ist. Es gibt nichts anderes. Es ist egal, wie schön du dir es hier mit diesem menschlichen Dasein machst. Es gibt nichts anderes, was wahres Glück bedeutet. Jetzt ist die Zeit der Weissagung erfüllt. Jetzt werden alle uralten Versprechen eingehalten und voll und ganz erfüllt. Es bleibt kein Schritt, der die Zeit von ihrer Erfüllung trennen kann. Denn nun können wir nicht versagen. Sitze im Schweigen und warte auf deinen Vater. Das ist die Aufgabe. All die Gedanken dieser Welt hinter uns zu lassen und im Schweigen, in der Stille, in der Ruhe zu vernehmen, was dein Inneres dir sagt, was Gott mit dir teilt. Die Stille ist nicht leer, sondern sie ist voller Potenzial. Das ist, was wir manchmal in dieser Welt der 1000 Dinge vergessen. Stille ist nicht still, sondern Stille hat komplett volles, unbändiges, unendliches Potenzial für uns. Es war sein Wille, also Gottes Wille, zu dir zu kommen, wenn du erkannt hast, dass es dein Wille ist, dass er dies tue. Also er kann dich nicht zwingen. Du musst irgendwann anerkennen, dass das, was Gott will, das, was eine höhere Macht will, auch eigentlich das ist, was du willst. Das, was du mit dem Ego machst, ist nicht das, was wir wirklich wollen. Aber das Ego hat ziemlich gute Argumente und kreative Ideen, wie es dich davon überzeugen kann, dass das, was das Ego will, auch das ist, was du willst. Was aber nicht stimmt. Aber irgendwann haben wir alle diese Einsicht, dass das, was Gott will, auch das ist, was wir wollen. Dass das, was eine höhere Ebene will, auch unser wahrer Wille ist. Wir haben es hier nur ganz kurz ausgeblendet, ignoriert, verdrängt und das Ergebnis sehen wir ja immer wieder in den Nachrichten. Und so weit hättest du nie kommen können, wenn du nicht, und sei es nur so schwach gesehen hättest, dass es dein Wille ist. Ich bin dir so nahe, dass wir nicht versagen können. Du weißt ja immer wieder, dass ein Kurs im Wundern von Jesus jemanden eindiktiert worden ist. Also das heißt, wenn hier ich steht, dann redet jetzt direkt unser Bruder, so nennt Jesus sich hier in ein Kurs im Wundern, Jesus mit uns. Vater, wir geben dir diese heiligen Zeiten in Dankbarkeit für ihn, der uns gelehrt hat, wie wir diese Welt des Kummers verlassen können im Austausch gegen den Ersatz, den du für sie gegeben hast. Dankbarkeit für ihn, für den Heiligen Geist, unseren inneren Lehrer, der uns führen kann, wenn wir ihn dazu einladen, den Schmerz, den wir hier sehen, höher zu betrachten, mit Liebe zu betrachten. Dadurch wird etwas transformiert und dadurch können wir Illusionen, die uns das Ego füttert, ablegen und lichtvoller werden, leichter werden, vergebender werden, ruhiger werden, friedvoller werden. Ich lese mal so ein bisschen, also ich mache mal auch, dass ich so ein paar Sachen überspringe, weil ich glaube, sonst wird diese Folge zu lang. Und nun warten wir in Schweigen ohne Angst und deines Kommens sicher. Wir suchten unseren Weg zu finden, indem wir dem Führer folgten, den du uns gesandt hast, also der Heilige Geist, unser innerer Lehrer. Wir kannten den Weg nicht, du aber hast uns nicht vergessen. Und das ist das Ding. Gott, die höhere Ebene, unser wahres Selbst, all das, diese 99%, die immer noch existieren, obwohl wir uns hier mit den 1% ablenken, haben uns nie vergessen. Die 99% waren immer auf Kurs. Wir waren es bloß nicht. Also, das ist auch immer wieder ein Trost. Es ist egal, wie wir hier Amok laufen, wie sehr wir uns mit dem Ego verlaufen. Diese Verbindung kann nie gekappt werden. Für niemanden von uns. Auch wenn es so wirkt manchmal. Der Vater und der Sohn, deren heiliger Wille alles, was da ist, erschaffen hat, können in nichts versagen. In dieser Gewissheit tun wir diese wenigen letzten Schritte auf dich zu und ruhen in Vertrauen auf deine Liebe, die den Sohn, der dich anruft, nicht im Stiche lassen wird. Interessant, es geht immer wieder darum, dass Gott uns niemals im Stich lässt. Wir lassen uns im Stich, wir lassen, ich sag's jetzt mal so, Gott im Stich, was aber gar nicht geht, aber wir vergessen ihn sozusagen, wir kehren ihn den Rücken, aber
Er kann uns nicht im Stich lassen, weil Liebe liebt. Punkt. Da gibt es kein, ach, ich bin jetzt beleidigt, weil du mich vergessen hast. Ach, das gefällt mir jetzt nicht, dass du mit deinem Ego irgendwie Stepptanz aufführst. Also für dich gibt's keine Rettung mehr hier. So ist es nicht. Die andere, diese höhere Ebene liebt und sie freut sich auf unsere Einsicht, will ich mal sagen, dass wir genau das wollen, was sie auch will für uns. Nämlich vollkommenes Glück, vollkommene Liebe, vollkommenen Frieden. Und das ist, was wir eigentlich für uns wollen. Wir wollen glücklich sein. Wir haben hier mit dem Ego eine Strategie entwickelt, wie das auch funktionieren kann, aber wir werden immer wieder weinen, wenn wir dahinter steigen, dass das Ego uns nie glücklich machen kann. Das ist unmöglich. Was ja auch gut ist. Sonst würden wir uns ja nicht wieder an Gott wenden. Jetzt kommt ein richtig interessanter Absatz. Wir hatten einen Wunsch, dass Gott den Sohn nicht haben sollte, den er für sich erschaffen hat. Wir wollten, dass Gott sich ändere und das sei, was wir aus ihm machen möchten. Und wir glaubten, dass unsere wahnsinnigen Verlangen die Wahrheit seien. Jetzt sind wir froh, dass dies alles aufgehoben ist und wir nicht mehr denken, Illusion seien wahr. Die Erinnerung an Gott schimmert am weiten Horizont unseres Geistes. Noch ein Augenblick und sie wird neu aufgehen. Noch ein Augenblick und wir, die wir die Söhne Gottes sind sicher zu Hause, wo er uns haben möchte. Also, wir haben mit dem Ego etwas gemacht und wollten uns damit beweisen, dass Gott nicht existiert, dass wir nicht mehr mit ihm verbunden sind, dass Illusionen herrschen anstelle der Wahrheit. Und irgendwann werden wir alle erkennen und erfahren, dass dem nicht so ist. Und Gott sei Dank, dass es so sein wird und bereits passiert ist, weil dies ist eine Reise, die wir nur noch rückblickend betrachten. All das ist wie ein riesengroßer Traum, was wir hier erleben. Nun ist es kaum mehr nötig, noch zu üben, denn endlich werden wir in diesem letzten Teil verstehen, dass wir nur Gott anzurufen brauchen und jede Versuchung verschwindet. Statt Worten brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. Anstelle von Gebeten brauchen wir nur seinen Namen anzurufen. Statt zu urteilen brauchen wir bloß still zu sein und alle Dinge geheilt werden zu lassen. Wir wollen die Art, wie der Plan Gottes enden wird, akzeptieren, so wie wir die Art, wie er begann, empfingen. Jetzt ist er vollständig. Dieses Jahr hat uns zur Ewigkeit gebracht. Und ich finde, hier sehen wir, wie simpel es ist. Wir müssen gar nicht großartige Rituale durchführen, bestimmte Wortlaute aus dem Kurs nutzen mit Menschen, die uns begegnen. Wir brauchen gar nicht irgendwie uns Gedanken machen, wie wir uns selbst immer wieder einschränken, weil wir denken, dass wir den Kurs falsch leben. Ich finde, es klingt so simpel hier. Wir müssen gar nicht so viel tun. Es ist mehr ein Sein, es ist mehr wie so eine Qualität von Beobachtung. Weniger tun, mehr in der Pause sein, mehr in der Beobachtung sein. Es geht gar nicht mal um so viele Worte. Ich glaube, es ist immer wieder ein inneres Ausrichten und dann dennoch normal, will ich jetzt mal sagen, agieren. Wir müssen gar nichts demonstrieren, wir müssen nicht irgendwie unsere Hand gen Himmel halten, wir müssen nicht irgendwelche Gebetshaltungen machen. Es ist mehr so ein Gewahrsein, ein Bewusstsein, dass wir immer weiter verschärfen, will ich jetzt mal sagen, immer mehr polieren. So, wenn da steht, wir brauchen Gott anrufen. Für mich ist das wie, als wenn ich mich, falls irgendetwas mich triggern sollte, kurz innehalte, kurz eine Pause mache, atme und mich daran erinnere, was ich wirklich bin. Das ist für mich Gott anrufen, meine wahre Qualität erinnern, dass ich weiß, dass was im Außen gerade sich ausspielt, das, was ich wahrlich bin, gar nicht berühren kann. Damit erstmal, auch wenn es nur ein Augenblick ist, sein und dann nochmal neu auf die Situation blicken. Kann ich erstmal für mich wieder in die Ruhe finden und dann schauen, was im Außen zu tun ist. Statt Worte brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. Statt Worte brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. Die ist in uns. Da brauchen wir gar nicht lang reden, da brauchen wir nicht die Situation 15 Mal mit Freunden zu besprechen. Das Effektivste ist, Gottes Liebe zu verspüren und dann wirst du, oder das, was du wahrlich bist, zu verspüren, etwas Höheres in dir zu vernehmen, etwas Ewiges in dir aufzurufen und wieder damit Verbindung aufzunehmen. Und dann
wirst du wissen, was zu tun ist. Wir brauchen bloß still zu sein und alle Dinge geheilt werden zu lassen. Still, nicht unser Urteil in die Waagschale werfen, nicht zu sagen, oh, ich weiß, warum das passiert ist und das ist richtig grausam und tragisch und ich sage nicht, dass auf dieser Ebene des Weltlichen nicht viele Dinge passieren, die sich grausam und tragisch anfühlen, das sage ich nicht. Aber vielleicht gibt es so viel mehr hinter den Kulissen und alles ist im Lot, alles ist in Harmonie hinter den Kulissen, wo wir aber nicht hinblicken können, will ich jetzt mal sagen. Vielleicht ist das, was sich hier ausspielt, ein Bruchteil von dem, was alles noch passiert. Kannst du immer wieder dein Gewahrsein dorthin lenken, dass du sagst, okay, hier auf menschlicher Ebene, die nur ein Bruchteil von dem ist, was es gibt, spielt sich gerade etwas sehr, sehr Bescheuertes aus. Aber ich habe vollkommene Gewissheit, dass da ganz viel mehr ist, was sich auch noch damit bewegt und in die richtige Richtung, in voller Harmonie, weil Gott alles im Griff hat. Und ich kann gar nicht wissen, wozu das dient. Ich kann es nicht wissen. Kann ich es wieder aus dieser Perspektive betrachten. Ich habe das Gefühl, unsere Aufgabe ist gar nicht so schwer. Manchmal machen wir viel, viel mehr daraus, weil das Ego sehr komplex ist und wir dann wieder mit dem Verstand an die Dinge rangehen. Und dennoch gibt es so Kleinigkeiten, die der Kurs uns vorgibt, wie morgens und abends dranbleiben, immer stündlich, so gut du kannst, dich nochmal an Gott zu erinnern oder an deine wahre Natur, wie auch immer du das zum Ausdruck bringen willst und dich führen zu lassen, dich hinzugeben, zu vertrauen, nicht in dieses Gefühl zu gehen, dass du weißt, wozu das gut ist, dass du weißt, dass jemand dir was antun wollte. Ist das wirklich wahr? Das heißt nicht, dass du auf menschlicher Ebene nicht Grenzen setzen sollst. Ich muss das immer wieder dazu sagen, weil das ist, glaube ich, dann immer wieder die Herausforderung, dass wir dann viel zu sehr denken, oh mein Gott, ich darf ja gar nichts mehr sagen, weil sonst bestätige ich die Illusion, anstelle die Wahrheit zu leben. Ich weiß es nicht. Wenn du aus der Wahrheit heraus auf dieser menschlichen Ebene etwas zu sagen hast, glaube ich nicht, dass du die Illusion bestätigst. Das ist erstmal, was ich mit dir teilen wollte zur Einleitung von Teil 2. Ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn du mit mir teilst, was in dir vorgeht. Was ich auch noch übrigens sagen will, ist, dass hier irgendwo auch steht, dass wir von Zeit zu Zeit Themen von besonderer Bedeutung bekommen und mit diesen sollten wir auch irgendwie in eine Art Kontemplation gehen. Also langsam lesen und eine Weile überdacht. Eine Weile überdacht ist für mich Kontemplation. Kann nicht damit sitzen mit diesen Themen von besonderer Bedeutung und schauen, wie sie sich in mir entfalten. Das nochmal dazu. Aber sonst freue ich mich natürlich immer auf deine Gedanken. Was hast du gedacht mit der Einleitung des zweiten Teils? Hast du vielleicht auch geschafft, so einen Rückblick zu haben auf Teil 1 und was dir bis dato alles widerfahren ist in diesem Jahr, welche Wunder du erlebt hast, welche Herausforderungen du mithilfe des Kurses transformiert hast, wo du gewachsen bist, weil du den Kurs hattest. Falls du da irgendwas mit mir teilen willst, freue ich mich natürlich. Falls du mich unterstützen willst, freue ich mich auch. Das passiert, indem du diesen Podcast likest, ihn teilst oder diesen Kanal hier abonnierst. Da freue ich mich wirklich riesig drüber. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin einen ganz, ganz wundervollen und erholsamen Sommer. Sei gut zu dir, sei ehrlich mit dir, sei gütig mit dir und sanft mit dir. Wir sprechen uns ganz bald wieder. Deine Peri.